Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher dieser wunderbaren Reihe des Gesundheitsforums, im Namen der Stadt Amberg darf ich Sie als Ihr dritter Bürgermeister Franz Badura ganz herzlich hier im ACC begrüßen zum dritten Vortrag dieser Reihe in diesem Jahr. Warum heute im ACC? Wie die beiden letzten Male liegt es am gleichen Grund, nämlich ähm, der Rathaussanierung. Deswegen können wir da gerade nicht rein. Das wird ja findet eine riesige Baumaßnahme statt, Brandschutz und so weiter. Aber das ist nicht das Thema heute. Bevor ich noch ein paar Worte sage, darf ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, darum hat es jetzt ein bisschen gedauert, im virtuellen Raum begrüßen, weil dieser Vortrag, das ist auch tolle Geschichte heute, der wird quasi hybrid gehalten. Das heißt, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer auch im Netz einer Selbsthilfegruppe zu dem Thema, um das es heute Abend hier gehen soll, die Trigeminusneuralgie. Und es ist mir eine echte Freude, Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorstellen zu dürfen und ihn begrüßen zu dürfen, Dr. Hisham Bassiouni, der seit 2017 Chefarzt im Klinikum oben ist. Wir kennen uns, seit er hier ist, schon sehr lange und wir sind wirklich sehr dankbar als Stadt Amberg, Träger des Klinikums, dass wir eine solche Sehen tut man nichts, aber ich höre das. Das ist jetzt, Es gibt immer welche. So, ja. nochmal die Bitte in den Zoom-Raum. Wäre es möglich, dass Sie vielleicht die Mikrofone stumm schalten, weil sonst haben wir das hier auch auf Sendung und das stört dann auch den Vortrag. Wäre das möglich? Das wäre total nett von Ihnen. So, bei Herrn Basuni war ich, also wir sind sehr froh und dankbar, dass wir solche Koryphäen hier in der Stadt haben am Klinikum. Wir sind Schwerpunktversorger, wir haben einen Anspruch und wir wollen ja, den Menschen helfen. Wie Herr Basuni gerade mir im Vorgespräch gesagt hat, er ist ein Überzeugungstäter als Arzt. Ich glaube, das kann ich sagen. Das ist wirklich eine Passion. Und dieses Thema, obwohl es zu den seltenen Erkrankungen zählt, diese Trigeminusneuralgie, wenn man einer von den seltenen ist, dann ist es ein hartes Los. Und dank der Medizin und dank der Experten, die wir hier in der Stadt haben, ist es möglich, vielen Patientinnen und Patienten auf diesem Gebiet helfen zu können. Dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Ich darf mich auch noch bedanken, natürlich beim Kulturreferat, namentlich beim Herrn Rainer Volkert, für die Organisation dieser Reihe jedes Jahr. Also eigentlich wie soll ich sagen, ist schon richtig ein Relikt im Programm der VHS, nämlich seit Anfang der 90er. Wie gesagt, gibt es diese Gesundheitsreihe jedes Jahr mit 3 Vorträgen. Nach Organspende, Schulter ist eben heute dieses Thema zur Trigeminusneuralgie dran. Ich mache es kurz, sage Ihnen aber auch gleich, dass ich gleich wieder weiter muss. Ich habe leider noch einen weiteren Termin, kann selbst nicht zuhören. Ich wünsche Ihnen wirklich einen sehr informativen Abend. Das Format ist das gleiche. Nach dem Vortrag gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen an unseren Experten. Und ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie einen Erkenntnisgewinn mit nach Hause nehmen und ja, einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe das Wort an Herrn Basuni. Danke. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das ist nicht selbstverständlich. Zum einen bei den winterlichen Temperaturen, die draußen herrschen. Hier ist Gott sei Dank etwas wärmer. Und auch bei dem seltenen oder bei dem Thema zu einem sehr seltenen, aber doch für die Betroffenen sehr schlimmen Krankheitsbild, was ich immer wieder auch erlebe in der Praxis. Ähm, Ich hoffe, dass also der Vortrag, ich habe ihn gestutzt auf etwa eine Stunde. Hätte sonst Überlänge gehabt, musste einiges rausnehmen, aber ich möchte Ihnen wirklich viel Information geben und vor allen Dingen auch, Eine Stunde dauert das. es kommt an, also man hört mich im Forum. Nochmal die Bitte, können Sie die Mikrofone im Forum bitte stumm schalten, weil ich höre hier alles und sind Sie schon mal ganz da. Ja, Thema heute Trigeminusneuralgie, Hilfe bei extremen Gesichtsschmerzen und extrem ist
der richtige Liegt Ausdruck. das nicht da? Das ist der Hm? schlimmste Schmerz. Sie müssen alle stumm schalten, das stört hier extrem. Also außer mich jetzt. Ich hatte es noch nicht stumm geschaltet. Nein, deshalb. Die Trigeminusneuralgie ist der schlimmste Schmerz, den man erleben kann. Wo es still ist. Das heißt, auch Frauen zum Beispiel, die sagen, die Geburt dagegen war überhaupt nichts, oder auch Nierenkoliken und so weiter, wirklich schlimme Schmerzen, aber die Trigeminusneuralgie ist der extremste Schmerz, den man erleben kann. Insofern ist es ein schweres Schicksal und es ist ein ja, ich sag mal, ein großer Anspruch zum einen und eine große Verantwortung, wenn man diese Patienten behandelt und ihnen versucht zu helfen, eben schmerzfrei zu werden. Zunächst einmal zur Präsentationsagenda. Ich möchte Ihnen einen Überblick über die Trigeminusneuralgie und auch die aktuellen Therapieempfehlungen anhand der gültigen Leitlinien darstellen. Dann die Kontroversen zur derzeitigen Lehrmeinung und auch zu den derzeitigen Leitlinien. Dann meinen neuen Therapieansatz auch gegenüberstellen gegenüber die Operation nach Gianetta, die sehr viele von Ihnen kennen, mindestens die Betroffenen. Dann die eigenen Therapieergebnisse und abschließend dann auch eine Zusammenfassung. Zunächst der Überblick, das ist der größte Teil, dass Sie im Bilde sind. Einmal ein kurzer Überblick über die Anatomie des Nervus trigeminus. Es ist der 5. Hirnnerv, es ist der größte Hirnnerv und er besteht aus 2 Wurzeln. Das wird häufig nicht erwähnt. Es wird die sensorische Wurzel, die also auch die Schmerzfasern leitet, aber auch die motorische Wurzel, das ist eine kleinere Wurzel, die die Kaumuskulatur motorisch versorgt. Und das könnte eine Rolle spielen bei allen Patienten, die auch Probleme mit der Kaumuskulatur haben oder auch mit dem Kiefergelenk. Denn natürlich die Kaumuskulatur und das Kiefergelenk bilden ja eine Einheit. Der Nerv selbst mündet in den mittleren Teil des Hirnstamms ein. Der wird Brücke genannt oder Pons. Und hier in dem Bereich ist der Hauptast oder die Hauptwurzel. Und da setzen sowohl die Operation nach Gianetta wie auch mein Operationsverfahren an. Die Thermokoagulation beispielsweise, also die Nadelverfahren, setzen weiter peripher an, nämlich hier im Bereich des sogenannten Ganglions, da wo also die Fasern in die Nervenzellen einmünden. Und weiter peripher teilt sich der Nerv dann auf in 3 Äste. Und diese 3 Äste, der obere Ast versorgt die Stirn und das Auge. Der mittlere Ast ist der Oberkieferast und der untere Ast ist der Unterkieferast. Also die Haut und beziehungsweise auch die Mundschleimhaut und Nasenschleimhaut werden über diese Äste versorgt. Die Trigeminusneuralgie ist eine seltene Erkrankung. Sie wird mit 4 bis 29, das ist eine große Spanne der jährlichen Inzidenz, also 4 bis 29 Patienten erkranken neu pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Ich denke, ein Mittelwert von 12,6, der auch angegeben wird, ist realistisch und Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer. Der Häufigkeitsgipfel liegt zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr, wobei auch natürlich ältere Patienten betroffen sein können, aber auch jüngere. Das heißt also durchaus im 20. bis 30. Lebensjahrzehnt und ganz selten auch Kinder. Die Schmerzen können beidseitig auftreten, ebenfalls selten, aber das gibt es und erlebe ich auch in der Praxis. Und die häufigsten betroffenen Bereiche, also das Versorgungsgebiet, sind der 2. und 3., also der Oberkiefer- und Unterkieferast. Und deswegen gehen auch viele Patienten, denken erstmal an Zahnschmerzen, gehen dann zum Zahnarzt und dort bleibt leider auch der ein oder andere gesunde Zahn.
Selten ist der erste Ast betroffen, das ist der Stirnast. Und diese Patienten, also isoliert als Ast betroffen, und diese Patienten können sich zum Beispiel die Haare nicht kämmen, können ihre Haare nicht mehr föhnen und vermeiden auch Friseurbesuche. Das ist ein wichtiges Slide, und zwar die Definition, nach der im Grunde genommen alle, also sowohl Neurologen, Neurochirurgen, wie auch alle, die sich mit der Trigeminusneuralgie beschäftigen, arbeiten. Die Definition, und das ist entsprechend oder es ist aus den gültigen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, an der auch Schweizer Kollegen und österreichische Kollegen mit beteiligt waren. Das heißt also, gilt im deutschsprachigen Raum, ist aber auch international so definiert. Das heißt, nur wenn elektrisierende, einschießende Schmerzen im Versorgungsgebiet des Nervus trigeminus im Vordergrund stehen und die Schmerzattacken triggerbar sind, ist die Diagnose zu stellen. Diese Definition halte ich persönlich für kritisch, weil ich es in der Praxis anders erlebe. Aber sie ist die gültige Definition, und damit man einordnen kann, warum beispielsweise Neurologen sagen, nee, sie haben keine Trigeminusneuralgie, um es kurz zu fassen. Es gibt zwei Begriffe, die immer wieder rumschwirren, die aus meiner Sicht eher zu einer Verwirrung führen als zu einer Klärung und zu einem besseren Verständnis. Das eine ist der atypische Gesichtsschmerz. Wenn es einen atypischen Gesichtsschmerz gibt, muss es auch den typischen Gesichtsschmerz geben. Und dieser typische Gesichtsschmerz in Bezug auf die Trigeminusneuralgie ist definiert als stromschlagartige Schmerzattacken, die maximal 2 Minuten dauern. Also alles andere ist der atypische Gesichtsschmerz. Das heißt, das häufigste, Sie finden keine klare Definition für diese Begriffe. Die häufigste, sagen wir mal, Definition ist, dass es ein Gesichtsschmerz ist, der kontinuierlich ist, auch mit einem Taubheitsgefühl, Pelzigkeit im Gesicht einhergehen kann und eventuell keine Trigger hat. Der zweite Begriff, ich bezeichne sie als Unwörter, ist die Trigeminusneuropathie. Pathie, Pathos, kommt aus dem Griechischen und heißt Schmerz oder Leiden. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Oberbegriff, der aber nichts richtig klärt. Auch hier finden Sie am häufigsten, dass es eher als Dauerschmerz, als Dauerschmerz assoziiert ist, zum Beispiel insbesondere nach Verletzungen von Nerven, nach Eingriffen, operativen Eingriffen im Bereich Zahn, Mund, Kiefer, Nasennebenhöhlen, aber auch als Komplikation der Thermokoagulation und Bestrahlung, also Behandlung der Trigeminusneuralgie. Die Gesichtsschmerzen können kombiniert sein, zum Beispiel mit Schmerzen im Bereich der Zunge, des Zungengrundes, Rachen, Speiseröhre, auch Schmerzen im Bereich des Ohrs, des Gehörgangs und auch Tinnitus. All das sehe ich in der Praxis, und das kann assoziiert sein mit Problemen im Bereich anderer Hirnnerven. Die bekannteste davon ist die Glossopharyngeus-Neuralgie, die zum Beispiel mit Schmerzen im Bereich der Zunge, des Zungengrundes, des Rachens und der Speiseröhre eingehen kann, aber auch Schmerzen im Bereich des Ohrs. Die Trigeminusneuralgie wird international unterteilt in primäre und sekundäre, also eigentlich in drei Formen, nämlich die klassische Trigeminusneuralgie, die definiert ist als stromschlagartige, das, was ich schon bereits gesagt habe, stromschlagartige Schmerzen, maximal 2 Minuten Dauer, und gleichzeitig einem Gefäß-Nerven-Konflikt. Konflikt sei hier betont, es geht nicht um Kontakt, sondern es geht um einen Konflikt zwischen Gefäß und Nerv. Dann die große Gruppe der idiopathischen, der ungeklärten Fälle, wo Sie keine Auffälligkeiten in der Kernspintomographie sehen. Und die dritte Gruppe ist die sekundäre Gruppe, die zum Beispiel durch Tumore,
Tumordruck verursacht wird oder auch die relativ große Gruppe der MS-Patienten. 2 bis 4% der MS-Patienten haben eine Trigeminusneuralgie und können eine Trigeminusneuralgie entwickeln. Die aktuelle Diagnosestellung, und das auch aus den Leitlinien, ist der scharfe, helle, blitzartig einschießende, einseitige Gesichtsschmerz von unter 2 Minuten Dauer. Das ist der typische Gesichtsschmerz. Und die Trigger oder die Auslöser dieser Schmerzen sind Berührung, Rasieren, Kauen, Trinken, Zähneputzen, Sprechen, Zugluft, bei einigen kalt, bei einigen auch warm, bei einigen überhaupt Zugluft und so weiter. Die neurologische Untersuchung sollte in aller Regel unauffällig sein. Auch das sehe ich ein bisschen kritisch, weil viele Patienten auch ein Taubheitsgefühl angeben oder ein Taubheitsgefühl im Rahmen der Attacken, der Schmerzattacken angeben, was dann auch wieder weggeht. Also es gibt viele Untertöne in dieser Trigeminusneuralgie. Die Diagnostik besteht in der Kernspintomographie. Die wird aus 2 Gründen gemacht, nämlich einmal, um sekundäre Ursachen auszuschließen, wie beispielsweise Tumore oder MS. Wenn man Tumore abklärt, muss man Kontrastmittel geben. Und der zweite Grund ist, und da braucht man kein Kontrastmittel zu, ist, um einen Gefäßkonflikt darzustellen. Und dazu benutzt man bestimmte Sequenzen. Das sind CIS- oder Fiesta-Sequenzen. Die Namen CIS und Fiesta hängen von dem Gerät ab. Bei Siemens-Geräten heißt es CIS-Sequenzen, bei General Electric Geräten heißt es Fiesta-Sequenzen. Und die Sequenzen und diese Untersuchungen sind heute so genau, dass man im Grunde genommen diesen Gefäßkonflikt immer präoperativ nachweisen kann. Und damit will ich mit einem Mythos ein bisschen aufräumen, der immer so gesagt wird, ja, intraoperativ sieht man dann andere Sachen oder sieht man mehr. Prinzipiell ja, man kann mehr sehen, aber das, worauf es ankommt, den Gefäßkonflikt oder auch Gefäßkontakt, kann man praktisch heutzutage zu 100% präoperativ in der Kernspintomographie nachweisen. Gründe für operative Überraschungen sind 3 Dinge, nämlich einmal eine schlechte MR-Bildqualität, ungeeignete Sequenzen, das heißt fehlende CIS-Sequenzen oder Fiesta-Sequenzen oder eine oberflächliche Betrachtung und Befundung des Radiologen, Neuradiologen oder Operateurs. Das sind die 3 Gründe. Die aktuelle Therapie der Trigeminusneuralgie eben nach Leitlinie ist natürlich einmal primär die medikamentöse Behandlung. Die einzigen zugelassenen Medikamente ist übrigens das Carbamazepin und das Phenhydan. Carbamazepin oder Phenhydan wurde 1942 historisch eingeführt. Das sind Antiepileptika, weil ursprünglich die Trigeminusneuralgie als eine Form der Epilepsie angesehen wurde, weil die Patienten natürlich, wenn sie die Schmerzattacken bekommen haben, zusammengezuckt sind. Und dann hat man das als auch Neuralgie epileptiforme im Französischen bezeichnet, sodass Phenhydan 1942 und Carbamazepin 20 Jahre 1962 eingeführt wurde, das Phenhydan dann auch abgelöst hat in der Therapie, weil es besser verträglich war. Das Phenhydan wird heute, weil es IV gespritzt werden kann, in der Akutphase eingesetzt. Also Medikamente der ersten Wahl Carbamazepin oder Oxcarbazepin und Medikamente der zweiten Wahl das Gabapentin, Pregabalin und so weiter. Patienten reagieren auf diese Medikamente mit einer hohen Rate des Ansprechens. Das heißt, circa 80%, manchmal lesen Sie auch 90% der Patienten sprechen initial darauf an. Das heißt also, die Trigeminusneuralgie verbessert sich oder die Schmerzen bilden sich komplett zurück. Nebenwirkungen sind erheblich dieser Medikamente. Das wird häufig nicht so
ausreichend aus meiner Sicht dargestellt. Die Patienten, die zu mir kommen, wenn man genau nachfragt, gibt es kaum einen Patienten, der keine Nebenwirkungen durch diese Medikamente hat. Die genannt werden, sind Schwindel, Doppelbilder, Gangstörungen. Die gravierender sind, auch aplastische Anämie, Lebertoxizität mit erhöhten Leberwerten, Hyponaträmie. Das kann man natürlich messen, Gewichtszunahme. Und was ich sehr häufig höre bei den Patienten, insbesondere bei Carbamazepin oder Oxcarbazepin, das ist ein bisschen besser verträglich, aber Oxcarbazepin führt mehr zu Hyponatremien. Aber bei diesen Medikamenten oder bei Medikamentenkombinationen sagen die Patienten und berichten sehr häufig Sätze wie: Ich stehe neben mir, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher, ich schlafe den ganzen Tag, ich bin vergesslich geworden, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das sind sehr, sehr häufige Begriffe, die fallen. Und das ist natürlich gerade, wenn Patienten im Berufsleben stehen, das mindert die Lebensqualität erheblich. Längerfristig haben die Medikamente ein Therapieversagen. Das liegt an der Pharmakokinetik. Natürlich reagiert der Körper von Seiten der Rezeptoren auf diese Medikamente und sie sprechen immer weniger an, müssen dann kombiniert werden, dass überhaupt noch die medikamentöse Therapie hilft. Das ist häufig so eine Abfolge über Jahre und natürlich dann nehmen auch die Nebenwirkungen zu. Wenn die Medikamente unzureichend wirken bzw. erhebliche Nebenwirkungen haben, dann ist die Frage der operativen Behandlung bzw. operativ-ablativen Behandlung, und spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte dann eine Kernspintomographie gemacht werden. Entsprechend den Leitlinien geht es dann so, dass besteht ein Gefäß-Nervenkonflikt, oder häufig wird das dann reduziert auf Kontakt. Dann steht die Operation nach Gianetta im Raum. Übrigens Gianetta mit 2 N und 2 T wird häufig falsch geschrieben, selbst von Profis. Das Peter Gianetta ist der Eigenname dieses Verfahrens. Besteht kein Gefäß-Nervenkonflikt oder ist es ein MS-Patient, dann stehen meist ablativ bedeutet destruierende Verfahren im Raum. Und dazu gehören als häufigste Verfahren die Bestrahlung und die Thermokoagulation, seltener die Ballonkompression und so weiter. Gibt es einen Tumor? Das kommt selten vor. Ich hatte einige Patienten mit Tumoren. Das sind meistens gutartige Tumore wie Meningiome beispielsweise oder Neurinome, beispielsweise Acousticus-Neurinome, Trigeminus-Neurinome. Dann sollte man ihn entfernen und dann stellt sich die Frage nach der Operabilität. Kann er komplett entfernt werden? Teilweise entfernt, kann er gar nicht operiert werden. Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel geben zum Thema inoperabel. Ich hatte hier eigentlich auch ein Dia eingefügt von einer Patientin, die ich weiß nicht, ob ich sie wollte auch kommen zum Vortrag. Das habe ich rausgenommen, damit der Vortrag nicht allzu lang wird. Ebenfalls als inoperabel wäre, also wenn wir nachher noch Zeit haben, beziehungsweise wenn Sie noch Puster haben, dann kann ich Ihnen das noch zeigen. Mit dem Begriff inoperabel ist kritisch. Das ist so ein zweiter Mythos. Heutzutage ist in der Neurochirurgie fast alles operabel. Und natürlich muss jeder, der den Patienten berät, wenn er sieht, dass es etwas ist, was er nicht operieren kann, dann muss er dem Patienten korrekterweise sagen: Ich kann es nicht operieren. Das ist eigentlich die richtige Form. Vielleicht kann es ein anderer operieren. 71-jährige Patientin, also ein Beispiel zu dieser Aussage: 71-jährige Patientin, seit 1998 ein bekanntes Meningiom auf der linken Seite. Das ist ein gutartiger Tumor, Schädelbasistumor, der als inoperabel eingestuft wurde. Gamma-Knife-Bestrahlung 2003, seit 2006 Trigeminusneuralgie im ersten bis dritten Ast.
Patientin konnte vor Schmerzen kaum sprechen, kaum essen und seit der Gamma-Knife-Bestrahlung auch ein Taubheitsgefühl im Bereich der linken Gesichtshälfte. Sie kam mit ihrer Schwester, die selbst Ärztin ist, als sozusagen in Anführungsstrichen Dolmetscherin. Sie sprach für sie, weil sie vor Schmerzen kaum sprechen konnte. Und hier sehen Sie den Tumor, hier in dem Bereich. Und diese Veränderungen im Bereich des Hirnstamms sind am ehesten durch die Gamma-Knife-Bestrahlung verursacht worden. Das heißt also, ich zeige Ihnen nachher auch noch ein Beispiel, das ist keine ungefährliche Behandlung. Hier ist der Tumor, ich habe die Patientin dann operiert. Hier sehen Sie den Trigeminus, hier sehen Sie das Meningiom. Der Tumor konnte komplett entfernt werden, war also nicht inoperabel und die Patientin war von ihren langjährigen Trigeminusneuralgie-Beschwerden befreit. Sie hat also keine Trigeminusneuralgie mehr postoperativ gehabt, keinen Tumor mehr. Der Tumor hatte einen Augenmuskelnerv ummauert und die Doppelbilder, also sie hatte anschließend Doppelbilder, die dann, aber da der Nerv erhalten ist, wo ich erwarte, dass es rückläufig ist. Fazit Operabilität. Es sollte immer eine komplette Entfernung. Ich meine, wenn wir Patienten im älteren Jahrgang, ich sage mal 80, 90, dann kann man zurückhaltender sein. Aber bei Patienten im mittleren Alter und natürlich im jüngeren Alter sollte man immer eine komplette Entfernung eines Tumors anstreben, weil natürlich auch diese gutartigen Tumore nachwachsen, wieder größer werden und damit zu Problemen führen. Und das erlebt dann der Patient und dann wird eine Rezidivoperation, also eine erneute Operation, ist dann schwieriger als der Ersteingriff. Und man sollte natürlich den Patienten immer fachlich solide aufklären. Man sollte ihm sagen, was ist möglich, was ist wirklich nicht möglich, aber nach dem höchsten Stand der Möglichkeiten und natürlich die Nebenwirkungen und die Komplikationen erklären. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man selber, und das gilt für mich, das gilt für jeden, der behandelt, wenn man etwas nicht kann, dann muss man es dem Patienten sagen, dann muss man sagen oder auch empfehlen, holen sich eine Zweitmeinung ein. Der operative Zugang bei der Janetta-Operation und auch bei meinem Verfahren ist der gleiche. Das ist der Zugang hinter dem Ohr. Und das ist kein Gehirneingriff, sondern das ist ein Eingriff am Gehirn, also neben dem Gehirn. Und hier sehen Sie den Trigeminusnerv, an den man dann über diesen Zugang am besten und am schonendsten gelangt. Das Janetta-Prinzip ist relativ leicht erklärt, und zwar anhand dieser Grafiken. Das ist der Trigeminusnerv. Das ist hier eine Gefäßschlinge, die drückt auf auf den Nerv, idealerweise in der sogenannten Root Entry Zone, das heißt in dem Bereich, wo der Trigeminus in den Hirnstamm einmündet. Und dieser Druck wird als Ursache eben, der Nerv wird dann ausgedünnt, aber das setzt natürlich dann einen Konflikt, also einen echten Druck und auch eine Verlagerung des Nerven voraus, also nicht nur lediglich einen Kontakt. Und dann wird dieses Gefäß vom Nerven entfernt und dazwischen wird praktisch so ein Interponat gelegt, damit Gefäß und Nerv nicht wieder in Kontakt treten können. Dieses Interponat, das ist heutzutage meistens ein Teflon-Patch. Früher hat man auch Eigenmaterialien wie Muskulatur, also Muskel vom Patienten im Rahmen des Zugangs verwendet. Liodura, Gore-Tex und so weiter, gab es unterschiedliche Materialien. Heutzutage ist es meistens ein Teflon-Patch. Ich habe selbst Janetta über 20 Jahre praktiziert. Also ich kenne diese Operation und das war auch die sozusagen gängige Lehrmeinung. Und hier in der ersten Reihe sitzt ich sag mal, junge Dame, die sozusagen MS-Patientin, die mich dann tatsächlich auf einen anderen Trichter gebracht hat.
sozusagen meine, ich nenne sie mal Indexpatientin. Ende 2018, Anfang oder Januar 2019 habe ich sie operiert. Und das war so für mich dann auch ein Umdenken, wo ich mich äh, sozusagen von Janetta abgewandt habe. Die Ergebnisse nach Janetta sind gut, sehr gut. Nach der Operation 10-Jahresverläufe. 70% der Patienten sind schmerzfrei ohne Medikamente. Die Operationsmorbidität, Mortalität ist relativ gering und überschaubar. Aber was häufig nicht gesagt wird, ist, dass das für Patienten gilt also mit Attacken, mit der Definition des typischen Gesichtsschmerzes und mit einem klaren Konflikt, also nicht nur einem Kontakt in der Kernspintomographie, sondern einem Konflikt. Die Ergebnisse bei Patienten mit einer Dauerschmerzkomponente oder mit Dauerschmerzen sind deutlich schlechter, liegen nämlich nur bei 50%. Auch das in den Arbeiten, so großen britischen und amerikanischen Arbeiten nachgewiesen. Und bei MS-Patienten reduziert sich der Erfolg auf 15%. Also das ist ein großes Gefälle. Demgegenüber das Gender-Verfahren, wie auch mein Verfahren sind nicht destruktive Verfahren. Das heißt also, der Patient, der Nerv wird erhalten und geschont. Demgegenüber stehen die destruktiven Verfahren oder ablativen Verfahren, die perkutanen Techniken wie die Thermokoagulation. Seltener heutzutage kommt aber noch vor die Ballonkompression. Ich habe Ihnen gesagt, wo sie ansetzt, im Bereich des Ganglions, wo eben selektiv die Äste auch angegangen werden können. Die Erfolgsrate ist anfänglich sehr hoch. Liegt bei 80 bis 90% der Patienten profitieren davon. Nachteil ist aber eine sehr hohe Rezidivrate, im Schnitt nach 2 Jahren, und auch eine sehr hohe Rate an bleibenden Gefühlsstörungen im Gesicht. Und es gibt eine Kontraindikation, das ist die Schmerzen, also die kommen selten vor, aber im Bereich des V1, des ersten Trigeminusastes, und das liegt daran, da es eben zu Gefühlsstörungen und zu einer Schädigung des Nerven kommt, kann es zu die Hornhaut ist ja auch durch den Trigeminus versorgt. Das heißt also, wenn die Hornhaut, also die Kornea, gefühllos wird, merkt man nicht, wenn irgendwas im Auge ist. Das kann natürlich zu Entzündung führen, einer sogenannten Keratitis, und das letztendlich auch zu einer Blindheit. Die Bestrahlung, das andere weit verbreitete destruktive Verfahren, Sie kennen das Gamma-Knife, Cyber-Knife, Linac und ZapX, haben ebenfalls eine hohe Erfolgsrate, springen normalerweise aufgrund des Verfahrens nicht sofort an, sondern die haben einen relativ späten Wirkungsbeginn. Das heißt also, Patienten, die akut stärkste Schmerzen haben, profitieren in aller Regel nicht von diesen Verfahren, haben ebenfalls sehr häufig Rezidive, insbesondere bei MS-Patienten, und führen ebenfalls zu häufigen oder bleibenden Gefühlsstörungen im Gesicht. Zusammenfassend kann man sagen, für alle destruktiven Verfahren, insbesondere Thermokoagulation und Bestrahlung, die häufig verbreitet oder empfohlen und angeboten werden, sie haben eine sehr hohe anfängliche Erfolgsquote, beruhen aber alle auf Schädigung des Nerven, und durch die Schädigung kommt auch der schmerzlindernde Effekt zustande, haben eine häufige Rezidivrate, und es besteht die Gefahr der sogenannten Anästhesia dolorosa, das heißt eine Taubheit im Gesicht kombiniert mit stärksten Schmerzen. Das ist eigentlich der ungünstigste Ausgang nach diesen Verfahren, und sie können wiederholt werden. Ich will ein Beispiel zeigen von diesem destruktiven Verfahren nach Cyberknife-Bestrahlung. Ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, einen Patienten mit einer schweren Form der MS zu behandeln, zu operieren. 62-jähriger Patient, seit 2016 eine primär progressive MS, rollstuhlpflichtig, eine Trigeminusneuralgie beidseits. Die linke Seite stand zunächst im Vordergrund.
seit 2019 in allen drei Ästen. Auch eigentlich ein atypischer Gesichtsschmerz, weil die Schmerzen teilweise Stunden angehalten haben. Hatte dann 2021 subkutane Elektroden, die aber nichts gebracht haben, wieder entfernt wurden. Dann 2022 eine Thermokoagulation auf der linken Seite, hat auch nichts gebracht, hat aber zu einem Taubheitsgefühl im Bereich der linken Gesichtshälfte geführt. Dann eine Cyberknife-Behandlung, die zunächst 3 Monate zu einer Schmerzfreiheit geführt haben auf der linken Seite. Rübergehen. Da wollte mir den Kopf oder was auch. Dann Spiel laut wurde die ruhig, oder? Cyberknife-Behandlung, wir müssen wieder stumm schalten. Dann wurde die Cyberknife-Behandlung wiederholt und diesmal war sie erfolglos. Carbamazepin hat der Patient nicht vertragen, wie es ist eine häufige Sache gerade bei MS-Patienten, weil das zu einer Verschlechterung der MS führt. Hört man sehr häufig oder regelmäßig bei MS-Patienten gerade. Phenydan, Oxycodon, Pregabalin und so weiter haben alle nicht gewirkt, haben den Patienten aber, wie er selbst sagt, weggedröhnt mit Schwindel und er hatte weiterhin also wirklich extreme Schmerzen. Ich habe mittlerweile ein 10 plus von 10 eingeführt, weil die Patienten häufig sagen, sie haben, also wenn es eine 12 gibt, eine 20 gibt, eine 100 gibt, dann würden sie das nehmen. Ich habe ihn dann im Juli letzten Jahres auf der linken Seite zunächst operiert und dann im Dezember, weil dann die Medikamente reduziert wurden und dann stand die rechte Seite im Vordergrund. Und ich will Ihnen einmal das intraoperative Bild zeigen, und zwar zunächst der rechten, nicht bestrahlten Seite. Sie sehen hier, und so soll es aussehen, ein Trigeminus, das ist der Nerv, also Trigeminusnerv, der hell weiß ist, gesund ist. Hier sehen Sie übrigens auch ein Gefäß, was dahin gehört, was ebenfalls gesund ist. Und das ist jetzt die behandelte, Cyberknife behandelte. Ich glaube, dass auch als Laie erkennt man da einen Unterschied. Das ist ein verprügelter Nerv. Ja, ich nenne es einfach mal so. Äh, ist nicht mehr gesund wie dieser hier. Und was Sie ebenfalls sehen, ist dieses Gefäß. Das ist das Pendant zu diesem Gefäß her. Das ist thrombosiert. Und das ist sicher eine Wirkung der Bestrahlung. Das macht man sich zunutze bei der Behandlung von Gefäßmissbildungen, beispielsweise sogenannten AVMs, arteriovenösen Gefäßmissbildungen. Äh, Das ist also eine Nebenwirkung der Bestrahlung. Also die Bestrahlung ist nicht, das klingt immer, sagen wir, harmlos, wenn man es mit einer Operation vergleicht. Man muss den Kopf nicht aufmachen und so weiter. Aber diese Behandlungen sind nicht harmlos. Sie bewirken etwas. Und das sieht man sehr eindrucksvoll in diesem Bild. Der Patient war nach den Operationen auf beiden Seiten schmerzfrei. Die Gefühlsstörung, interessanterweise, habe ich selber nicht erwartet. Im linken Gesicht hat sich gebessert und die Medikamente werden derzeit noch ausgeschlichen. Das muss man sehr langsam und schrittweise machen. Kontroversen der derzeitigen Lehrmeinung. Da tue ich den Finger mal tief in die Wunde rein, was die Lehrmeinung bzw. die Leitlinien angeht. Es gibt einige Ungereimtheiten. Was machen wir bei Patienten mit sogenannten atypischen Gesichtsschmerz? Das sind alle Patienten, die einen Dauerschmerz und eine erhebliche Dauerschmerzkomponente haben. Was machen wir bei MS-Patienten? Bei fehlendem Gefäß-Nervenkonflikt. Wenn der Gefäß-Nervenkonflikt die Ursache der Trigeminusneuralgie ist, warum gibt es Patienten, und zwar nicht wenige, bei denen der Nerv gar keinen Gefäßkontakt haben, die trotzdem entweder eine typische oder atypische Trigeminusneuralgie haben? Was ist da die Ursache? Das ist die große Gruppe der sogenannten idiopathischen, ja, der ungeklärten Fälle. Die Frage, können wir diesen Patienten nur nervdestruierende Verfahren anbieten? Nach
großen Studien haben ungefähr ein Drittel der Patienten mit typischer, also definitionsgemäß typischer Trigeminusneuralgie keinen Gefäßnervenkontakt. Man redet hier nur von Kontakt. Und ich habe jetzt noch ergänzt, und sehr viel mehr Patienten haben keinen Konflikt. Das heißt also, der Trigeminuswert wird nicht verdrängt oder eingedellt oder komprimiert. Was ist da die Ursache der Trigeminusneuralgie? Dann umgekehrt gibt es auch Studien mit guten Tesla-Geräten, also mit guten MR-Geräten, 3 Tesla-MR-Geräten, wo man gesunde Probanden, also ohne Trigeminusneuralgie, ins Gerät gesteckt hat und gefunden hat, dass 92% dieser gesunden Probanden Gefäßkontakt zum Trigeminus hat, aber keine Trigeminusneuralgie. Fragezeichen, warum? Ja. Dann gibt es auch andere Zahlen für die Gianetta-Operation, nämlich eine Rezidivrate bis 47%, mit einer jährlichen Rezidivrate von 4 bis 7%. Auch diese Zahlen gibt es. Beispiele. Hier, das ist aus dem eigenen Patientengut, sehen Sie einen Patient, eine CIS-Sequenz, und Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Gefäß, was den Nerv, ich glaube auch für das nicht geübte Auge, deutlich eindellt. Auf der linken Seite sehen Sie den Nerven ganz normal. Hier der linke Nerv, hier das Gefäß, was den Nerven hier eindellt. Wenn Sie dieses Bild allen Radiologen, Neuradiologen, Neurologen, Neurochirurgen der Welt zeigen und fragen, wo hat dieser Patient seine Trigeminusneuralgie? Kennen Sie die Antwort? Jeder wird Ihnen sagen, auf der rechten Seite. Logisch, da ist der Gefäßkontakt. Der Patient hat es aber links gehabt. Ja. Zweites Beispiel, auch aus dem eigenen Patientengut. Der linke Trigeminus, hier sehen Sie ein Gefäß, hier sehen Sie es noch schöner, eine Schleife, die richtig den Nerven von oben drückt. Und auf der rechten Seite zieht der Nerv in Ruhe seine Bahn, da ist kein Gefäß. Jetzt kennen Sie natürlich die Antwort. Wo hat das, auf welcher Seite? Hat das links oder rechts? Links besteht der Gefäßkontakt, auf der rechten Seite besteht kein Gefäßkontakt und der Patient hat die Trigeminusneuralgie auf der rechten Seite gehabt. Was ist da die Ursache? Warum hat das nicht links beim Gefäßkontakt? Das sind berechtigte Fragen, das sind kritische Fragen, die, ich sage mal, so ein bisschen einfach weggewischt werden. Jetzt jetzt lüfte ich ein Geheimnis, was ich lange verschwiegen habe, den neue Therapieansatz. Operation nach Bassionia, Operation nach Gianetta habe ich es mal genannt. Das, wie ich gleich zeigen werde, das Prinzip, das ist, der Operationsverfahren hat ein ganz anderes Wirkprinzip und ist keine, was ich gehört habe, abgespeckte Version der Gianetta-Operation oder eine Modifikation oder eine Erweiterung der Indikationsstellung, sondern es ist tatsächlich ein ganz anderes Prinzip. Und dieses Prinzip möchte ich an einem sehr untypischen Patienten erklären. Das ist ein Patient, der ungefähr vor 3 Jahren zu mir gekommen ist, 45 Jahre alt. Ich habe ihn auch heute eingeladen. Ich weiß aber nicht bei dem vielen, ob er dabei ist. Seit 15 Jahren einen kontinuierlichen Schmerz. Über 4 bis 5 Stunden im Bereich Stirn, Augenwinkel, also der erste Trigeminusast. Auf der rechten Seite war betroffen, Medikamente haben nicht gewirkt. Er hatte bereits eine Stirnhöhlenoperation, die natürlich auch nichts gebracht hat aufgrund der Schmerzen. Und auf der Schmerzskala wurden die Schmerzen mit 9 von 10 angegeben. Trigger waren kalte Luft, sich auf die rechte Seite legen. Vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe herausgefunden, das ist nicht in der Literatur beschrieben, dass die Schmerzen häufig auch positionsabhängig ist. Das heißt also, Patienten, der Schmerz wird ausgelöst, wenn sie sich zum Beispiel nach vorne beugen oder ruckartige Kopfbewegungen
durchführen oder sich auf die eine oder andere Seite legen, unabhängig von Berührung. Als der Patient zu mir gekommen ist, stellte sich natürlich die Frage, fällt er unter das Patientengut der Trigeminusneuralgie? Ich war skeptisch. Ich habe ihm gesagt, also ich glaube nicht, dass ich Sie oder Ihnen durch eine Operation helfen kann. Man muss natürlich immer gucken, oder ich mache es immer so, würde ich meine eigenen Angehörigen operieren? Ja, und wenn ich das mit einem klaren Ja beantworten kann, dann kann ich es auch dem Patienten anbieten. In dem Fall war es nicht so. In dem Fall habe ich gesagt, also ich bin da skeptisch, ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Patient ist gegangen, hat sich ungefähr nach einem halben Jahr wieder vorgestellt und hat gesagt, also wenn es nur einen Hoffnungsschimmer gibt, würde er sich operieren lassen, und er nimmt es mir auch nicht übel, wenn es nichts bringt. Also er war verzweifelt mit anderen Worten. Und dann habe ich nochmal aufgeklärt, auch scharf über die Operation aufgeklärt, und letztendlich, und so begann es ja auch sozusagen primär auch bei einer MS-Patientin, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn nichts mehr hilft, dann versuchen wir es. Ich habe den Patienten operiert, das sind die Kernspints vor der Operation. Sie sehen ganz normalen Nerven, ohne Gefäßkontakt. Und auch hier in den Bildern, interessanterweise auf der anderen Seite, auf der linken Seite, gab es ein Gefäß. Hier zum Nerven. Da hat er aber keine Trigeminusneuralgie gehabt. Also noch ein Beispiel. Das ist jetzt die Operation. Und damit erkläre ich auch das Wirkprinzip und das, was ich intraoperativ gefunden habe. Lass den Film mal abspielen. Das ist also hier, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ja. Das ist das Kleinhirn. Das ist hier die eröffnete Hirnhaut. Zunächst einmal wird Nervenwasser abgelassen. Das entspannt die Verhältnisse. Und das ist die Ursache, warum Patienten sehr häufig nach der Operation, das ist eigentlich die häufigste Nebenwirkung der Operation, starke Kopfschmerzen haben, insbesondere beim Aufsetzen, beim Aufstehen, Schwindel haben können, mit einhergehend auch mit Übelkeit und Erbrechen. Die Ursache ist, dass Nervenwasser abfließt, damit man die Verhältnisse entspannt. Ich setze auch keinen Sperrer mehr ein, der das Gehirn irgendwie drückt, aber das ist die Ursache. Das bildet sich immer, das Nervenwasser bildet sich nach. Ich sage dem Patienten, er muss viel trinken nach der Operation und diese ganzen Beschwerden, die flauen ab, bei dem einen schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Also das Gehirn ist schön entspannt und hier dann unter stärkster Mikroskopvergrößerung geht man dann rein und hier sehen Sie, das ist der Trigeminusnerv und hier sehen Sie, mal kurz Stopp wieder, sehen Sie, dass der Nerv hier oben durch Gewebe, durch Arachnoidea ähm, sozusagen anhaftet. Und diese Anhaftungsstelle fixiert den Nerven auf der einen Seite und Sie sehen auch hier, dass einzelne Fasern von dem Nerven praktisch mit angehaftet sind. Und Sie können sich vorstellen, und deswegen erklärt sich auch die Positionsabhängigkeit, wenn der Patient Bewegungen macht oder ruckartig, dass es dann einfach am Nerven zieht. Ja, das Prinzip ist der Zug aus meiner Sicht und Erfahrung und Überzeugung und nicht der Druck. Ja, das heißt, es ist ein ganz anderes Wirkprinzip. Das sieht man hier noch. Dann, das ist jetzt die endoskopische Kontrolle. Das hier nur zur Anatomie. Das ist der Gesichtsnerv und der Hörnerv. Darüber müssen wir aufklären. Sie sehen, dass die relativ oder sozusagen auf dem Weg zum Trigeminus sind. Hier ist der Trigeminusnerv. Hier und hier sehen Sie, wie er hier oben angehaftet ist. Ja?
Das ist hier, und wenn ich hier mit dem Sauger, das sind 2 Millimeter Sauger, dass Sie auch eine Dimension haben, wenn ich hier dran ziehe, sehen Sie, wie auch die Nervenfasern gezogen werden. Ja, das heißt also hier vom Trigeminus die Nervenfasern gezogen werden. Hier unten ist ein Gefäß, was den Nerven versorgt. Ja, das ist die Gefäßversorgung des Nerven. Und dann ist das Prinzip, dass ich diese Anheftungsstelle unter stärkster Mikroskopvergrößerung dann durchtrenne und den Nerven freilege. Ich habe es vielen Patienten so erklärt, ich lege den Nerven frei, dass der Nerv sozusagen von allen irritierenden Faktoren, das ist jetzt sind die irritierenden Faktoren, befreit ist. Jetzt nochmal nach der Freilegung, jetzt sehen Sie hier, der Nerv liegt komplett frei. Da ist keine Anheftungsstelle mehr hier oben, sondern der Nerv ist schön freigelegt. Ne, sieht man, glaube ich, ganz gut. Hier wieder auch das erhaltene Gefäß. Das war vorher und das ist nachher. Ja, der Nerv ist frei. Der Eingriff, das sind ungefähr 2 Zentimeter mal 2 Zentimeter. Die oder die Schädelöffnung, der Knochendeckel wird wieder eingesetzt und zwar mit so Metallplättchen. Und dafür kriegt der Patient dann auch einen Implantatausweis, also nicht für etwas, was ich sozusagen in den Kopf gesetzt habe, sondern um den Knochendeckel zu fixieren. Das ist das Prinzip. Patient ist postoperativ schmerzfrei, ohne Medikamente und ich glaube, jetzt haben wir 2 oder 2,5 Jahre Follow-up, also bleibend. Vorher unerträgliche Schmerzen kontinuierlich. Die kosmetischen Ergebnisse kurz nach der Operation, hier einige Beispiele, sind, glaube ich, ganz anschaubar. Ich sage immer, wenn Gras drüber gewachsen ist, sieht man es nicht mehr. Und hat sich noch keiner beschwert. Anderes Beispiel, 73-jährige Patientin, seit 30 Jahren MS, eine klassische Trigeminusneuralgie, das heißt also einschießende Schmerzen seit 20 Jahren in den zweiten und dritten Ast, also eigentlich so ein Klassiker. Zweiter, dritter Ast ist am häufigsten betroffen, klassische Trigeminusneuralgie, Schmerzskala 10 von 10, das sind die präoperativen Aufnahmen. Und Sie sehen hier Veränderungen im Bereich des Hirnstamms. Auch hier, wenn man das so sieht, dann sagt man, das ist die Ursache der Trigeminusneuralgie. Da sind sogenannte Plaques, MS-Plaques im Gehirnstamm, also Entzündungsherde, die sozusagen zentral die Bahnen des Trigeminus irritieren und die Trigeminusneuralgie auslösen. Dann hier intraoperativ, auch hier, das ist der Trigeminusnerv und das ist hier der Zug durch diese Arachnoidea. Sie sehen auch hier einzelne Nervenfasern und das ist nach Freilegung des Nervus trigeminus. Es zieht nichts mehr und die Patientin ist ebenfalls jetzt 3,5 Jahre ist das her, schmerzfrei und ohne Medikamente. Und vorher 20 Jahre, also das ist ein Wort, glaube ich. Ich habe jetzt hier mal gegenübergestellt Janetta, meine Operationsmethode. Der Zugang ist derselbe, hinter dem Ohr, also retromastoidal, das ist der schonendste Zugang. Beides keine Gehirneingriffe. Die Ursache bei Janetta ist Druckpulsation der Gefäße. Ich behaupte sogar, das Gegenteil ist nicht der Druck, sondern der Zug durch die Arachnoidea. Das hilft bei Patienten natürlich mit Gefäßkonflikt, aber ohne Gefäßkonflikt, MS-Patienten, Dauerschmerz, all diese Kategorien habe ich behandelt und es hat geholfen. Patienten wurden schmerzfrei. Einbringen von Material bei Janetta grundsätzlich eigentlich. Und ich setze kein Material mehr ein. Ich zeige Ihnen da, dass es Probleme machen kann, das Material, das ist nicht unerheblich. MRT nach der Operation, liegt der Nervus trigeminus frei, bei Janetta eigentlich nicht.
Also nicht eigentlich, sondern liegt nicht frei, weil sie eben auch Material eingebracht haben. Zeige ich Ihnen noch Beispiele. Und bei mir können Sie den Nerven abgrenzen. Erfolgsquote, ich habe es mal 85-85 genannt. Meine Erfolgsquote im Moment ist noch etwas oder ist höher als Janetta. Bei Janetta muss man aber bedenken, da gibt es natürlich längere Erfahrungen. Insofern habe ich jetzt mal gesagt, so, in etwa gleich. Ist die Methode wiederholbar? Janetta, nein. Eine Janetta, und da habe ich eben auch einige Patienten, zeige ich Ihnen noch Beispiele dazu, muss man rückgängig machen. Das heißt, in Anführungsstrichen, friemle das Material dann raus, was den Nerven irritiert. Und ich habe 4 Patienten nachoperieren müssen, und meine Methode ist wiederholbar. Einmal ein Vergleich, wie sieht das nach Janetta im MRT aus? Das war eine Patientin, die ich nachoperiert habe nach einer Janetta-Operation. Hier ist der Nerv dieser Patientin vor der Janetta-Operation und hier ist nach der Janetta-Operation. Sie können den Nerven nicht mehr richtig abgrenzen. Das ist Fremdmaterial, was eingebracht wurde. Hier der andere ist gut abgrenzbar, wie hier auch. Dann den Patienten, den ich Ihnen eben gezeigt habe, vor der Operation, nach der Operation. Sie können den Nerven abgrenzen, da ist kein Fremdmaterial drin. Der Nerv ist auch nicht mehr irritiert. Revisionen nach Janetta-Operation sind keine schönen Operationen. Ja, weil es, wie gesagt, es sind natürlich veränderte Verhältnisse, insbesondere am Nerven. 46-jährige Patientin, seit 2017 Trigeminusneuralgie im zweiten Trigeminusast. 2020 wurde eine Janetta-Operation auswärtig durchgeführt. Sie hat davon nicht profitiert, hat sofort wieder Schmerzen, zusätzlich auch im dritten Trigeminusast. 10 plus von 10, die auf der Schmerzskala trotz Höchstdosis Carbamazepin, Palexia, Tilidin, Phenydan, Cortison-Stoßtherapie und so weiter keinen Effekt, aber natürlich durch die Nebenwirkungen der Medikamente einen starken Schwindel. So sah es intraoperativ aus. Hier ist der Nerv, oder das, was man von ihm erkennen kann, und hier ist dieses eingebrachte Material, das war Teflon in dem Fall. Und hier sind Gefäße. Und ich will es einfach nur mal zeigen, was das Teflon auch macht, was ja am häufigsten eingesetzt wird. Es ist verklebt extrem mit den umliegenden Strukturen. Also hier an den Gefäßen, was wirklich in, ich sag mal, Submillimeter-Schritten gelöst wird. Also dieser Sauger, das sind 2 Millimeter. Das ist also höchste Mikroskop-Sicht und das muss getrennt werden, sehr vorsichtig, damit man durch die Strukturen erhält. Hier auch. Hier dann kann es auch zu venösen Blutungen kommen. Das ist jetzt nichts Dramatisches, macht die Operation jetzt nicht schöner, aber ist lösbar. Dann hier, das ist der Nerv. Und jetzt sehen Sie einfach, wie das am Nerven verbappt und wirklich schrittweise gelöst werden muss. Ne, sehen Sie das hier? Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Das ist einfach ungünstig und ja, das sind auch langwierige Operationen. Das ist jetzt nicht sagen wir, der Routine-Eingriff, sondern da muss man sich auch wirklich Zeit für nehmen. Langsam den Nerven befreien, dass wieder ein Nerv entsteht. Ja, ich nenne es immer so, dass der Nerv wieder entstehen muss, wieder abgrenzbar sein muss. Und das ist hier dieses Teflonstück, was ich dann entfernt habe. Und das ist jetzt hier der Nerv. Den kann man jetzt wieder erkennen. Und das ist übrigens diese Arachnoidea, die belassen wurde. Also die ich dann durchtrennt habe. Sodass der Nerv dann eben wirklich auch komplett frei liegt. So, das ist jetzt die Lücke hier
vom Teflonstück und das ist der Nerv. Das ist das entfernte Teflonstück. Die Patientin ist nach der Operation schmerzfrei. Sie hat noch, ich muss ein bisschen korrigieren, sie hat noch leichte, sehr erträgliche Einschüsse ist fast übertrieben, in Stresssituationen. Also wenn wirklich Alltag stressig ist. Aber sie kann wieder normal arbeiten, ist medikamentenfrei. Nebenwirkung war ein Taubheitsgefühl im Gesicht. Das ist einfach jetzt bei dieser Patientin wirklich, weil die Adhäsionen zum Nerven extrem waren und der Nerven, ich sage mal, einen Schlag wegbekommen hat beim Lösen. Da muss man schauen, ob sich das bessert. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht garantieren, aber es kann eine Nebenwirkung sein. Ein zweites Beispiel, 69-jährige Patientin, seit 40 Jahren MS, seit 22 Jahren eine Trigeminusneuralgie im zweiten und dritten Ast links, Dauerschmerzen in Kombination mit Attacken, aus meiner Sicht eine sehr häufige Kombination, also die ausschließlich Stromschläge sekundenanhaltend sind eher selten. Sie können, und das wissen wir eben auch, und das wird eben in solchen Leitlinien nicht berücksichtigt, Trigeminusneuralgie verändert sich auch, kann sich vom Schmerzbild her verändern. Es kann mit Stromschlägen beginnen und im Laufe der Zeit kommen dann Dauerschmerzen oder ein kontinuierlicher, dumpfer Dauerschmerz zusammen mit Attacken. Gamma-Knife-Bestrahlung 2011, Janetta-Operation 2014 auswärtig, Thermokoagulation 2014, seitdem eine Taubheitsgefühl im Gesicht, Schmerzklinikaufenthalte, Gloa, Phenydan, Gabapentin, aktuell Apidan, das ist Oxcarbazepin, und darunter ist in MS-Patienten verschlechtert sich das Gen, der Schmerz auf der Schmerzskala Schmerz von 10 angegeben. Sie sehen hier, das habe ich jetzt in Bild gemacht, hier den Trigeminus, wie er oben an das ist jetzt kein Teflonstück gewesen, entweder Liodora oder Gore-Tex, oben angeheftet ist, verklebt ist, als Nerv als solcher also gar nicht so richtig erkennbar. Und das ist nach Freilegung wieder der Nerv erkennbar und auch freiliegend. Das ist das entfernte Liodora-Stück. Ich denke mal, dass es Liodora war. Die Patientin ist postoperativ schmerzfrei und hat meines Wissens jetzt die Oxcarbazepin-Dosis mittlerweile halbiert. Zwei weitere destruktive operative Verfahren möchte ich erwähnen, nur sozusagen, um das Ganze abzurunden. Das sind Verfahren, die man zum Beispiel anwendet, wenn man interoperativ keinen Gefäß-Nervenkontakt sieht. Das ist das sogenannte Nerve-Cammen oder Härchen-Cammen oder im Englischen Nerve Combing und etwas wissenschaftlicher ausgedrückt Internal Neurolysis. Das ja, kann man tatsächlich mit Cammen vergleichen. Das heißt also, die einzelnen Fasern des Nervus trigeminus werden sozusagen freigelegt. Das Problem dabei ist, dass man dabei auch Verbindungen zwischen diesen einzelnen Nervenfasern, die bestehen, der Trigeminusnerv ist ein extrem komplexer Nerv, auch gleichzeitig durchtrennt und zerstört. Das andere Verfahren ist die sensorische Rhizotomie. Tomie heißt schneiden, das heißt, da steckt das Destruktive schon im Wort. Partiell selektiv, das heißt also, hier wird ein Teil des Nerven durchtrennt, also durchgeschnitten. Damit führt zum einen bei beiden Verfahren, das ist der Nachteil beider Verfahren, eine hohe Rate an Gefühlsstörungen im Gesicht, bis zu 96% in der Literatur. Und es besteht auch die Gefahr einer sogenannten Anästhesia dolorosa. Das heißt also, die
Taubheitsgefühl im Gesicht kombiniert mit extremen Schmerzen. Das sind also zwei destruktive operative Verfahren, die alternativ auch angeboten werden. Wie sind die eigenen Therapieergebnisse? Wir haben jetzt meine Mitarbeiter 100 Patienten ausgewertet. Das Patientenklientel, was ich behandelt habe, ist nicht ganz fair, wenn man es mit anderen, sagen wir mal, vergleicht. Denn zu mir kommen viele, ich nenne es mal, frustrane Fälle, frustrane Patienten, bei denen nichts mehr geholfen hat. Das heißt also, sie kommen nachdem, also zum Beispiel Patienten mit MS, die lange Zeit MS haben, keine Hilfe gefunden haben. Oder auch Patienten mit nach auswärtiger Janetta-Operation wieder Schmerzen. Oder Patienten mit der sogenannten idiopathischen Trigeminusneuralgie. Das heißt also, wo man keine Ursache gefunden hat. Viele Patienten davon haben schon Thermokoagulationen einmal, zweimal bis zu fünfmal hinter sich. Also es ist ein, sagen wir mal, vorgefiltertes, jetzt im Sinne einer Auswertung ungünstig vorgefiltertes Patientengut. Das heißt, nach den heutigen Leitlinien sind über 50% dieser Patienten eigentlich nicht operabel. Ja, das also eine Operation sollte eigentlich gar nichts bringen oder haben einen atypischen Gesichtsschmerz. Von der Gesamtgruppe 100 Patienten hatten vor der Operation, wir haben sie anhand der Schmerzskala und an der Zufriedenheit ausgewertet. Vor der Operation lag der durchschnittliche Schmerz, die durchschnittliche Schmerzintensität auf der VS-Skala bei 9,8 von 10 und nach der Operation bei 2,2 von 10. Das ist hochsignifikant eine Veränderung, jetzt im statistischen Sinne ausgedrückt. Und die Zufriedenheit, 95 Patienten wurden befragt, waren 94% davon zufrieden mit dem Operationsergebnis und können die Operation auch weiterempfehlen. Das ist die Gesamtgruppe. Ich habe dann auch Untergruppen geguckt, wie sieht es bei MS-Patienten aus. 16 Patienten wurden operiert. Vor der Operation lag die Schmerzskala maximal 10 von 10, nach der Operation bei 2,2 von 10. Von den 16 waren 15 zufrieden und können die Operation auch weiterempfehlen. Ein Patient, dem habe ich nicht helfen können. Wie sieht es bei den Patienten nach durchgeführter Janetta oder gescheiterter Janetta-Operation aus? Das sind 8 Patienten gewesen, ebenfalls maximaler Schmerzskala, also 10 von 10. Die haben interessanterweise am besten abgeschnitten. 1,4 von 10 war es postoperativ und bei denen waren alle sehr zufrieden und viele waren auch also schmerzfrei und auch medikamentenfrei. Das heißt, das Gesamtergebnis nach den Operationen von den 100 sind 93 deutlich gebessert. 7 haben nicht profitiert und 4 Patienten habe ich nachoperiert. Von diesen Nachoperierten haben 3 ganz oder teilweise profitiert und eine Patientin nicht profitiert. Zusammenfassung. Wir nähern uns Richtung Ende des Vortrags. Nach meiner Erfahrung hat die Trigeminusneuralgie, wie ich es bezeichne, 1000 Gesichter. Der einzige gemeinsame Nenner ist der Gesichtsschmerz. Man kann es nicht mit den Leitlinien definieren, die im Moment herrschen, die sozusagen das definieren als unter 2 Minuten. Das ist, also ich erlebe so viele Formen und wie gesagt, habe auch immer dazugelernt. Also den Patienten, den ich vorgestellt habe mit dem kontinuierlichen Schmerz, den ich auch zuerst gar nicht eingestuft habe als Trigeminusneuralgie, hatte letztendlich eine. Trigger
von keinem Trigger bis zu vielen Triggern. Zugluft, meistens Kälte, das ist die entsprechende Jahreszeit dazu. Wärme, also konträr. Berührung, Patienten, die sich gar nicht berühren können, andere, die sagen, der Schmerz wird etwas besser bei Berührung. Also es gibt alle Formen und insofern ist es ein äh, für die Patienten schlimmes Krankheitsbild, für jemanden, der sich damit beschäftigt, hochinteressant. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist tatsächlich hochinteressant und es lohnt sich da wirklich Zeit und Energie reinzusetzen, weil das Lernen hört nicht auf. Operation nach Gianetta ist bei Patienten, würde ich nach dem Stand oder nach den Ergebnissen, wie gesagt, Sie hören ein bisschen kritischen Unterton, mit typischem Gesichtsschmerz, also den klassischen typischen Gesichtsschmerz, Stromschläge, äh, bis zu 2 Minuten anhaltend, mit nachgewiesenem Gefäß-Nerven-Konflikt, nicht nur Kontakt im Kernspinn, indiziert, hilft. Destruierende Verfahren wie die Thermokoagulation und die Bestrahlung heilen die Erkrankung nicht, führen aber häufig zu dauerhaften Schädigungen. Darauf beruht das Wirkprinzip dieser Behandlungsmethoden und führen auch leider häufig zu Rezidiven. Das heißt, die Patienten haben am Ende, und das hat viele Patienten, auch meiner Patienten betroffen, haben ein taubes Gesicht, aber der Schmerz ist wieder gekommen. Das Operationsverfahren, was ich anbiete, das ist mikrochirurgisch endoskopisch assistierte Freilegung des Nervus trigeminus. Ich bezeichne es als Release des Nervus trigeminus. Ähm, Hilft bei Patienten mit, ohne Gefäßkonflikt. Ich habe Ihnen die Beispiele gezeigt, bei MS-Patienten, auch beim sogenannten atypischen Gesichtsschmerz und auch nach Rezidiven nach Gianetta-Operationen. Einbringen von Fremdkörper oder Material, sei es Teflon oder was auch immer, ist hierbei nicht erforderlich. Ich habe Ihnen auch gezeigt, dass es zu Problemen bei der Gianetta-Operation führen kann. Letztes Jahr, ich glaube, das ist ein bisschen selbstredend. Sie wissen, wer hiermit gemeint ist. Ich gehe ein bisschen anderen Weg als Gianetta. Ähm, Ich denke, das wird sich, oder ich arbeite daran, dass sich das im Laufe ich rechne mal mit vielen, vielen, vielen Jahren, eventuell ändern wird, die Betrachtungsweise. Der erste Schritt ist getan. Die Publikation ist jetzt in einem hochrangigen internationalen Journal angenommen worden. Und die Reviewer, die das Ganze beurteilen und letztendlich Finger hoch, Finger runter über Annahme oder Ablehnung entscheiden, haben kommentiert und haben gesagt, ich habe es jetzt mal übersetzt, es war im Englischen, die Ergebnisse legen eine neue Erklärung für den, Sie haben es jetzt neuropathischen Gesichtsschmerz nahe. Das heißt also, es ist ein anderer Ansatz. Ich habe das natürlich etwas differenzierter noch dargestellt, als ich es natürlich jetzt hier im Vortrag darstellen könnte. Es ist wissenschaftlich aufgearbeitet. Und die Arbeit ist ein potenziell wichtiger Beitrag zur Literatur über die Trigeminusneuralgie-Behandlung. Also man hat schon, ich sage mal, den Braten gerochen, wenn ich so will. Ja, ganz kurz, ich möchte auch, Frau Pilthauer sitzt hier in den Reihen, ist Organisatorin und Gründerin der Selbsthilfegruppe in Regensburg und Umgebung. Und ja, ich kann nur empfehlen, auch die Selbsthilfegruppen, ich glaube, da finden viele Patienten. Ich habe ein paar kritische, sagen wir mal, Betrachtungsweisen auch, aber das Entscheidende ist, viele Patienten helfen diese Selbsthilfegruppen. Sie finden vor allen Dingen auch Trost, sie finden Mitleider in diesen Selbsthilfegruppen und wenn es gut moderiert ist, und das ist mein Eindruck von der Selbsthilfegruppe, die jetzt online zugeschaltet ist, dann ist das eine sehr, sehr gute, ja, ich sage mal, ein sehr, sehr gutes Forum, wo Patienten eben sehr, sehr viel Hilfe bekommen.
Ich möchte Ihnen, ich weiß nicht, ob es eine Stunde gedauert hat, vielleicht gefühlt, vielleicht ein bisschen mehr. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Wenn noch Lust ist, ich weiß nicht, ob ist Paula da? Ich muss gestehen, ich habe mal, da ganz hinten. Wenn Sie möchten, Stichwort inoperabel, möchte ich Ihnen, wenn Sie noch Power haben, kann ich Ihnen noch das kurz zeigen. Also erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abschlussdia. Ähm, 2020 kam ein junges Mädchen, 17 Jahre alt seinerzeit, zu mir mit einem sogenannten inoperablen Akustikus-Neurinom. Wurde zweimal auswärtig, 2018 und 2019, operiert an einer großen Universitätsklinik. Das ist hier der Tumor. Dann der Tumor ist weiter gewachsen und deswegen sollte ein gutartiger Tumor komplett entfernt werden. Oder man soll zumindest alle Anstrengungen machen, Tumor komplett zu entfernen, weil jedes weitere Wachstum nach einer Operation macht die Sache komplizierter. Man hat ihn nicht komplett entfernen können. Beim zweiten Mal musste man die Operation abbrechen, weil es Probleme gab intraoperativ. Der Tumor ist weiter gewachsen. Man hat ihn dann als inoperabel eingestuft, hat dann eine Chemotherapie mit Avastin, das ist ein Medikament, ein Chemotherapeutikum, was das Gefäßwachstum verhindert und damit die Durchblutung des Tumors verhindern sollte. Und unter der Chemotherapie ist der Tumor weitergewachsen und man hat dem, ich nenne es mal Kind, 17 Jahre gilt medizinisch definitionsgemäß noch als Kind, hat man dann und den Angehörigen gesagt, dass nur noch wenige Wochen zu überleben sind. Der Patient hat sich dann bei mir vorgestellt, das war 2020, April 2020. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, das muss operiert werden. Also das ist ein großer Tumor, wenn Sie auch die Voraufnahmen vergleichen, sehr großer, sehr ausgedehnter Tumor, der im wahrsten Sinne bis aus dem Gehörgang herausgekommen ist, gewachsen ist. Und 2021, dann sind sie erstmal weggegangen, haben gesagt, wir lassen nochmal gucken, ob die Chemotherapie wirkt. Dann 2021, ebenfalls im April, nochmal gekommen. Der Tumor ist weiter gewachsen. Und dann haben wir uns gemeinsam zur Operation entschieden. Es war ein großer Akt, war über 2 Tage. Ich war 13. und 14. September 2021. Manche Sachen vergisst man nicht. Über 2 Tage, 13 Stunden und der Tumor ist soweit komplett entfernt worden. Und das ist die junge Dame, also jetzt 21 bis 25, fast 4 Jahre nach der Operation. Und ich hatte sie eingeladen. Sie hat keine Trigeminusneuralgie, aber ich hatte es mal rausgenommen, damit der Vortrag nicht zu lang wird. Hat den Motorradführerschein gemacht, den Pkw-Führerschein, macht in diesem Jahr das Abitur nach. Also es ist sehr erfreulich. Das zum Thema inoperabel. Das wollte ich. Ja. Ja, viele Fragen. Ja, genau. Nochmal vielen Dank, Herr Passioni, für diesen sehr interessanten Vortrag. Und Sie haben schon angedeutet, Ihnen, wer jetzt Fragen hat, kann jetzt Fragen stellen. Und auch im Vorraum, ne? Genau. Ich weiß nicht, sind da Fragen? Oder? Ja, da gibt es Fragen. Mhm. Und fairerweise einfach kurz melden, weil es nur schwierig, wenn Sie antworten und man versteht die Fragen nicht. Mhm. Also die immer bitte die Fragen über das Mikrofon stellen. Da hätten wir gleich die erste Frage, jawohl. Okay. Hallo, ich hätte bloß fragen wollen, wie lange das die OP dauern würde oder wie das von der Zeit her abläuft dann.
Also der normale Ablauf ist so, dass die Operation jetzt im Schnitt hängt natürlich so ein bisschen von den anatomischen Verhältnissen ab, die man vorfindet, die man aber auch in der Kernspintomographie schon voraussagen kann. Ähm, Die Operation dauert ungefähr so, ich sag mal, so um die 2 Stunden, so etwa. Ich mache es sehr akribisch, weil ich den Nerven sehr genau untersuche. Und das ist natürlich, sagen wir, die Hauptzeit. Es ist nochmal, der normale Ablauf ist so, dass die Patienten dann die erste Nacht auf die Intensivstation kommen zur Überwachung. Und dann, je nach Befinden des Patienten, nach der Operation, Stichwort Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, zwischen 4 Tagen und 7 Tagen plus, also 10 Tage, glaube ich, fast maximal stationär da sind. Aber wie gesagt, es hängt vom Befinden ab. Aber ich sage mal so im Durchschnitt so 7 Tage im Krankenhaus bleiben. Und wie gesagt, diese Nebenwirkungen, die klingen also zu 100% immer ab nach der Operation. Ja. War das Ihre Frage? Ja, okay. Die Fragen aus dem Chat, können Sie lesen? Ich kann gar nicht lesen. Achso, okay, dann gehen wir es vor. Oder vielleicht haben Sie oder so, ja. Ja. Also hier steht Verklebung in irgendeiner MRT-Sequenz erkennbar. Oder haben Sie die Vermutung, wie die Verklebungen entstehen? Wie die Verklebungen entstehen, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich hatte auch eine Kontrollgruppe für die Arbeit von Patienten, die keine Trigeminusneuralgie, ich operiere nicht nur Trigeminusneuralgien, sondern auch Tumore in dem Bereich und so weiter. Und da war es so, dass in dieser Kontrollgruppe also signifikant weniger arachnoidale Verklebungen waren, nämlich von 22 Patienten nur 2 Patienten, wo man sagen kann, da gibt es Adhäsionen, aber woran das liegt, kann ich nicht beantworten. Und auch mit den besten MR-Sequenzen kann man es nicht erkennen. Also diesen arachnoidalen Zug kann man nicht erkennen. Dann danke für die neuen Infos. Ich werde bald nach Janetta operiert, habe aber ein Meningiom, welches wohl laut Operateur nicht ganz entfernt werden kann. Ich habe Trigeminusneuralgie, Dauerschmerzen und hatte Einstiche. Meine linke Gesichtshälfte ist seit Jahren taub. Das ist so ein bisschen ähnlich wie den Fall, den ich vorgestellt habe. Bald nach Janetta operiert. Also in dem Fall, wenn ein Meningiom vorliegt und ich hatte da einige Patienten, ich würde, ich würde grundsätzlich, das glaube ich, was ich auch im Vortrag gesagt habe und jetzt auch bei dem letzten Beispiel, ich würde grundsätzlich immer anstreben und das klappt in aller Regel. Also mein Schwerpunktgebiet ist auch Hirntumore und Schädelbasischirurgie. Ich würde grundsätzlich anstreben, dass man Tumore komplett entfernt, und zwar aus den genannten Gründen. Ähm, Selbst ich habe auch Patienten im 80. Lebensjahr oder am 8. Lebensjahrzehnt gehabt, also mit 80 Jahren auch Tumore, die ich komplett entfernt habe. Also diese Operation wird auch im älteren Alter vertragen. Und das Problem ist natürlich bei jedem Tumor, wenn er nicht komplett entfernt wird, ist er noch da, ja, per Definition und wächst dann weiter und führt dann wieder weiter zu Problemen. Also ich würde grundsätzlich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ist der Tumor jetzt in dem speziellen Fall, wie sieht er aus, dazu müsste ich Kernspind sehen. Und dann kann man relativ genau sagen, ja, man kann es komplett entfernen und die Risiken bestehen. Also dazu müsste ich dann Kernspind sehen. Aber also grundsätzlich würde ich bei gutartigen Tumoren, und ist die Regel bei dieser Trigeminusneuralgie, würde ich grundsätzlich eine komplette Entfernung anstreben.
Wenn jetzt nur eine Frage da hinten. Und dann, Wenn ich es richtig verstanden habe, bei einer Trigeminusneuropathie, die zum Beispiel entsteht durch zahnärztliche Eingriffe bei so Dauerschmerzen, wäre jetzt das der falsche Ansatz, weil die Ursache anders ist. Ich habe also zu den Patienten, die nicht profitiert haben, da gab es Patienten drunter, ich meine, es waren zwei, die häufig oder multiple Operationen am Unterkiefer, Oberkiefer gehabt haben. Die haben sich bei mir vorgestellt und wir sind so, oder die Operation wurde gemacht, weil die Patienten gesagt haben, wenn es nur eine geringe Chance gibt, also ähnlich wie auch der eine Patient, wenn es nur eine geringe Chance gibt, lasse ich mich operieren, denn so ist es kein Zustand. Da sage ich auch dem Patienten ganz offen, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Ich weiß nicht, was bei diesen Operationen verletzt wurde, ob die Nerven verletzt wurden, die natürlich dann auch, äh, das kann ich wieder, ich habe so ein Echo, das kann ich natürlich nicht heilen durch eine Zentrale, also durch meine Operation. Insofern denke ich, muss man die Patienten klar beraten. Man muss ihnen sagen, man muss ihnen auch sagen, da sehe ich gute Chancen oder sehe ich keine guten Chancen. Oder da sehe ich auch, aber wie gesagt, das waren die Konstellationen. Ich habe auch Patienten, also es ist, wie gesagt, gibt sehr viele Konstellationen. Es gibt Patienten, die am Kiefer operiert worden sind, eben aufgrund einer Trigeminusneuralgie, denen ich wiederum helfen konnte. Also insofern sind die Konstellationen sehr unterschiedlich. Virale Entzündungen. Es wird immer auch gefragt, ich habe eine Corona-Infektion gehabt oder Corona-Impfungen und dann trat der Schmerz auf. Das ist, also nach meiner Erfahrung gibt es da keinen zwingenden Zusammenhang und die Trigeminusneuralgie, wie gesagt, man muss sich lange mit dem Patienten unterhalten, um herauszuhören, ob man helfen kann und ob es eine gute Chance gibt zu helfen, ja oder nein. Und so entsprechend muss man auch die Patienten dann beraten. Es gibt extrem komplexe und viele Konstellationen. Hier war eine Frage, ob ich auch Patienten aus dem Ausland behandle. Ja, ich habe auch Patienten aus Österreich und der Schweiz behandelt und auch ja, mit Erfolg, Gott sei Dank. Wird Ihre Operation von gesetzlichen Krankenkassen übernommen? Bis zum 31.12.2024 hat die Operation nichts gekostet. Seitdem gibt es eine Honorarvereinbarung, leider über 7.500 Euro Fixbetrag. Leider insofern natürlich, weil es ist ein großes Thema, ausgedehntes Thema. Jedes Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen, das möchte ich als Stichwort sagen, wo es um Erlöse geht und Einsparungen. Und wir erleben das als Ärzte und als Chefärzte natürlich, dass wir alle unter Druck stehen. Und das betrifft auch die Krankenhausverwaltungen. Das heißt also, das sind nicht sozusagen die Schuldigen, sondern das sind letztendlich auch, ich sage es mal, Opfer dieser gesamten jetzt auch Reformen und wo sich jedes Krankenhaus in Deutschland maximal sanieren muss, sonst ist es nicht überlebensfähig. Und so wurde in Amberg auch diese Pauschale oder diese Vereinbarung eingeführt, 7.500 Euro. Das ist ein Fixbetrag, also der steigt nicht, der wird aber auch nicht weniger, die für die Operation zu zahlen sind. Man kann es versuchen über die Krankenkasse, das weiß ich glaube, bisher hat es nicht zu Erfolg geführt. Eine andere Sache, Stichwort Wirtschaft.
Bis zum 31.12.2024 hatte ich auch einen Teilkassensitz, wo ich die Patienten sozusagen beraten konnte, was ich auch über die Jahre immer gemacht habe, war unproblematisch. Da ich aber Patienten, die jetzt zum Beispiel hunderte von Kilometern zu mir kommen und mit einem Schmerzbild Beratung haben wollte, nicht in einem 10-Minuten-Takt abhandeln kann, versteht sich von selbst und ich nehme mir Zeit. Teilweise dauert es eine Stunde, teilweise drüber. Ist es auch nicht wirtschaftlich. Ergo kein Kassensitz mehr, ergo Privatabrechnung. Kostet ungefähr zwischen 90 und 100 Euro. Das sind so ein bisschen die Sequenzen. Ich sage das ein bisschen sarkastisch, wie Sie merken. Aber es ist so. Ich kann... Bitte? Ich habe gefragt, ob es für alte Kunden auch gilt. Muss ich schon Für alte Kunden, es gilt für alle Kunden, ja, leider. Noch eine Frage aus der Runde, weil ich glaube, Paul ist neu gekommen, oder? Können Sie mir, wahrscheinlich sind es mehr Fragen hier, aber ich will jetzt, Ja, ich glaube, das ist neu. also grundsätzlich auch bei einem Gefäß-Nervenkontakt, wie Sie aus dem Vortrag gesehen haben, mache ich keine Gianetta-Operation mehr. Also ich glaube, ich habe versucht, das klarzustellen, dass ich auch nichts mehr, die Gefäße sind da, die Gefäße interessieren mich eigentlich nur insofern, dass sie geschont werden müssen. Aber das Operationsprinzip ist ein anderes. Ja, das ist also, ich mache keine Gianetta-Operation mehr, weil ich eben auch die andere Seite also ich habe es 20 Jahre lang gemacht und auch erfolgreich gemacht. Gianetta-Operation ist nicht, also ich kann nicht sagen, dass die Gianetta-Operation nicht erfolgreich ist, aber sie hat Probleme, die man, glaube ich, vermeiden kann. Es wird gefragt bezüglich Corona. Also es gibt ja unterschiedliche Konstellationen. Es gibt Trigeminusneuralgien im Rahmen einer Corona-Erkrankung. Es gibt Trigeminusneuralgien im Rahmen von Impfungen. Da gibt es keinen klaren Beweis, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Denkbar ist insofern diese Viruserkrankungen, das gilt übrigens auch für alle Herpesformen, Herpes simplex, Herpes zoster, dringen ins Nervensystem ein, also auch können im Nervenwasser nachgewiesen werden, im Liquor nachgewiesen werden und auch im Trigeminusnerv und in den Ganglien. Das heißt, deswegen rate ich Patienten, ich gebe grundsätzlich eigentlich nach den Operationen zwei wesentliche Ratschläge. Der eine ist, man sollte nach Möglichkeiten Virusinfektionen vermeiden, weil ich da immer wieder erlebt habe, dass Patienten eine Erkältung, simple Erkältung, das ist dann wieder getriggert hat. Das verkompliziert den postoperativen Verlauf. Das heißt also keine Massenansammlung. Und der zweite Faktor ist, den ich nicht fassen und auch nicht messen kann, ist Stress. Stress ist ein Faktor, der triggert, ja, eindeutig. Und Patienten sind ja in ihrer Konstellation sehr unterschiedlich. Es gibt die ganz ruhigen, da hätte ich jetzt keine Stressprobleme mit, aber es gibt auch Patienten, die ständig unter Strom stehen. Die gibt es. Und da sage ich den Patienten entweder, ja, ich sage mal, runterkommen, also runterfahren, das Stresssystem oder wie auch immer. Ich kann es nicht messen, ich weiß auch nicht, wie es beeinflusst, aber es beeinflusst, dass die Patienten einfach runterfahren und stressfrei, ich sage Wellness, einfach ausüben. Und wenn die Patienten es nicht von sich aus können, dann ist es auch sinnvoll, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Faktor. Dann eine Frage noch. Kann nach Ihrer Methode Narbengewebe entstehen? Narbengewebe entsteht bei allen Operationen. Ich habe, wie gesagt, 4 Patienten nachoperiert, wo sich wieder Verklebungen gebildet haben.
Die habe ich gelöst. Also Narbengewebe entsteht, aber nach bisherigen Erfahrungen ist es sehr selten. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Mit 84 Jahren würden Sie auch einen Patienten mit 84 Jahren nach Ihrer Methode operieren? Der älteste, glaube ich, war 87. Also ein Patient, den ich operiert habe, der schmerzfrei wohl ist, aber wieder Druck verspürt. Patienten berichten nicht selten, dass sie zum Beispiel im Rahmen des Ausschleichens der Medikamente wieder spüren, dass da ein Nerv ist. Wird in aller Regel nicht, wenn man fragt, ja, ist es denn Schmerz? Sagen die Patienten, nein, es ist kein Schmerz, aber es ist zum Beispiel ein Kribbeln oder so ein bisschen Verkrampfen im Gesicht. Ich habe ja mal in Rheinland-Pfalz gearbeitet, da gibt es den Begriff Pinzchen. Ich weiß nicht, ob der verständlich ist. Der Trigeminus ist extrem empfindlich, also ist ein Weichei, vielleicht übersetzt. Das heißt, man muss extrem, auch Stichwort Stress, Infektionen, man muss extrem geduldig mit ihm umgehen, man muss extrem schonend mit ihm umgehen. Das gilt auch für das Ausschleichen der Medikamente. Das ist, ich rate dazu, dass man die Medikamente ausschleicht. Das ist ein teilweise wochenlanger, teilweise monatelanger Prozess. Es gibt auch Patienten, die sich vorstellen und sagen, ja, ich habe die Medikamente abgesetzt, ohne dass es eigentlich mit mir abgesprochen war. Hat funktioniert, aber ich kann es nicht garantieren. Die Erfahrung lehrt, dass man alles schön behutsam machen muss und dass man, ja, ich sag mal, dass man auch dann pausieren, beziehungsweise mit dem Absetzen pausieren muss, wenn man wieder merkt, da tut sich was. Dann wartet, bis es vorbei ist und dann weiter absetzt. Schöne Grüße nach Hamburg. Bezüglich Medikamente, das ist natürlich die Domäne der Neurologen. Also da will ich jetzt nicht sozusagen ein Fass öffnen. Also die Medikamente der ersten Wahl habe ich vorgestellt. Das ist Carbamazepin oder Oxcarbazepin, und die der zweiten Wahl, beziehungsweise Kombination. Aber das würde ich, das ist ähnlich wie die Beratung zur Operation, die Betreuung vor und nach der Operation, muss der medikamentöse Bereich in neurologischer Hand sein, und zwar in gekonnter neurologischer Hand. Also Leute, die sich mit der Trigeminusneuralgie auskennen und es auch behandeln. Und dafür gibt es klare Leitlinien. Ja, vielleicht noch, seit 6 Jahren leide ich unter Dauerschmerz, erst im zweiten Ast, seit 3 Jahren auch im dritten Ast mit zusätzlichen Attacken. Gefäß-Nervkontakt ist bestätigt. Machen Sie dann die Schnitt-OP oder wechseln Sie während der OP auf Ihr Verfahren? Das habe ich beantwortet. Das habe ich beantwortet, dass ich Janetta gar nicht mehr mache. Trigeminus, wie gesagt, der Nervus facialis und der Trigeminus, das hatte ich Ihnen auch in den Bildern und auch in dem Film gezeigt, sind benachbart. Ob sie miteinander zusammenhängen, weiß ich nicht. Es gibt Patienten, die ich behandelt habe, primär an einer Trigeminusneuralgie, die auch einen Tinnitus hatten und die dann nach der Operation, das habe ich gar nicht erwartet, gesagt haben, ach übrigens, seit der Operation ist auch der Tinnitus besser geworden oder weggegangen. Das Nervensystem, ich sage es mal so, ganz allgemein, ist sehr, sehr komplex. Die Verbindungen, die zwischen den einzelnen Nerven bestehen, vor allen Dingen zentral. Das heißt, im Hirnstamm sind ebenfalls komplex, definitiv bei weitem noch nicht erforscht. Und ich kann auch nicht ausschließen, und das ist deswegen das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist die grundsätzliche Operationsmethode, es ist aber, sagen wir, sehr viel mehr komplexer. Das zeigt auch die Verbindung zum Beispiel bei Patienten Trigeminusneuralgie und
Zungenschmerz oder Rachenschmerz, Esophagus-Schmerz. Da bestehen Zusammenhänge, davon bin ich überzeugt. Und insofern muss das auch behandelt werden. Jetzt hätte ich noch letzte Frage, war mit Sicherheit fürs Plenum auch interessant. Wie schnell ist es möglich, einen Termin zu bekommen? Das muss man meine Sekretärin fragen, zwar nicht. Das hast du wirklich, ja. Alles klar. Also, Gut, weil Kosten haben wir schon abgehandelt. Jo. Ja, das war's. Halt, sag mal eine Frage. Halt, sagen Sie es. Hallo, wie sieht es aus mit Risiken? Wie gefährlich ist das Ganze einzuschätzen? Also grundsätzlich werden die Patienten, also die häufigsten Komplikationen habe ich benannt. Das ist sind diese Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen nach der Operation, die häufig auftreten und die wieder weggehen. Grundsätzlich werden die Patienten natürlich über faciales Paresen, also die Gesichtslähmung, weil die Nerven benachbart sind, über Gehörverlust müssen aufgeklärt werden und natürlich über alle Risiken einer komplexen Gehirnoperation. Also da muss man die Patienten aufklären. Jetzt ich will Ihnen jetzt nichts Falsches sagen, aber dass ein Hörverlust eintritt, wir monitoren ja nebenbei während der Operation, was übrigens von den Krankenkassen in aller Regel nicht übernommen wird. Ja, das ist ein Kostenfaktor, aus welchem Grund auch immer, oder man muss über 4 Stunden operieren, also es ist furchtbar komplex und dämlich, muss ich sagen, dass es übernommen wird oder in Rechnung sozusagen durch die Krankenkassen übernommen wird. Ich operiere normalerweise keinen Patienten über 4 Stunden, ja, und ich verlängere auch die Operation nicht, damit es bezahlt wird. Also es ist Quatsch, aber so ist manchmal das System fragwürdig, um es gelinde auszudrücken. Aber wir monitoren diese Funktion intraoperativ, also machen komplexes Monitoring einmal von den zentralen Bahnen. Ich nenne jetzt einfach mal Stichworte SEP, MEP, sind die zentralen Bahnen, AEP, das sind die Hörfunktionen, die Gehörbahnen, dann den Trigeminus selbst, den Facialis, also den Gesichtsnerven, das monitoren wir. Wenn noch andere Patienten, ich habe gestern eine Patientin operiert, da gab es noch einen anderen, also den Glossopharyngeus-Neuralgie, dann erweitert sich das Monitoring. Also das wird kontinuierlich gemonitort. Und da ist die Komplikationsrate, ich sage es mal, nicht null, das gibt es nicht, aber extrem gering. Ja, das heißt also, das wird sehr akribisch gemacht. Und ich will Ihnen jetzt nichts Falsches sagen, aber von den 100 Patienten oder beziehungsweise von der eingereichten Arbeit es waren 37 Patienten ohne Gefäßkontakt, hatten 2 einen Gehörverlust. Ja, und das war auch in der Anfangsphase, das hat sich verringert, also die Rate hat sich verringert. Oder Hörminderung, Gehörverlust. Ja. Jetzt haben wir hier noch eine Frage. Gibt es Erkenntnisse Ihrer Operationsmethode, wenn die Trigeminusneuralgie in Zusammenhang mit einer Polyneuropathie erfährt? Nein, eine Polyneuropathie ist auch ein Chamäleon. Also gibt es tausende von Ursachen, wirklich. Also toxische, die bekannteste ist die diabetische Polyneuropathie. Aber die Polyneuropathie ist ja eine periphere Erkrankung. Ja, also betrifft die peripheren Nerven. Dieser Ansatz ist ja zentral. Also der Trigeminusneuralgie ist ein zentraler Ansatz. Also insofern sind es 2 unterschiedliche, sagen wir mal, Krankheitsbilder. Also kurzum, kein fassbarer Zusammenhang. Ach so, einmal hier die Frage nach, spielen Plaques durch die MS für die Trigeminusneuralgie eine Rolle? Verursachen sie eine Verklebung? Also die Plaques, von denen gesprochen wird, sind nicht, das sind ja im Hirnstamm, die führen nicht zur Verklebung. Die Überlegung ist, ich glaube, ich hatte es ja auch im Vortrag erwähnt, dass
dass bei den MS-Patienten die Entzündungsherde für die Trigeminusneuralgie ursächlich ist. Ich habe keinen Zusammenhang feststellen können. Ich habe es ja auch in dem einen Beispiel gezeigt, bei einer Patientin, die ich meine, das waren 30 Jahre MS hat, 20 Jahre Trigeminusneuralgie, die Plaques entlang der zentralen Bahn des Trigeminus gehabt hat und die durch die Operation geheilt wurde, also die keinen Trigeminus. Wenn ich das sagen darf, auch bei Frau Mauritz war das so. Kurz zu ihrer Geschichte. 2018, wie gesagt, vor meinem Verfahren, also wo ich entsprechend der Leitlinie und der Lehrmeinung, mit der ich ja aufgewachsen bin, behandelt habe, wurde der Patient, also die Bilder in unseren gemeinsamen Konferenzen mit den Neurologen vorgestellt, Patientin, MS-Patientin, extreme Gesichtsschmerzen, Trigeminusneuralgie und zusätzlich Plaques im Hirnstamm. Natürlich die erste Reaktion entsprechend der Leitlinien, entsprechend dem, was ich gelernt habe, was ich jahrzehntelang praktiziert habe, kann man nicht helfen. Ja, dann wurde erneut der Fall vorgestellt. Extrem, die Neurologen können nicht, wissen mit ihren Medikamenten nicht mehr weiter. Es gibt keine Hilfe. Zweite Mal wieder, tut mir leid, MS, die Kiste ist mir zu heiß, da operiere ich nicht. Dritte Mal vorgestellt und dann habe ich irgendwann gesagt, also wenn ich kann es versuchen, aber die Chance, dass ich helfen kann, geht gen Null. So meine Aussage. Das war im Dezember 2018 und Sie sind ja, wenn ich das sagen darf, Geschäftsfrau, die Weihnachtsengelchen herstellt und das Weihnachtsgeschäft sollte noch mitgenommen werden, so unser erstes Gespräch. Und im Anfang Januar 2019 war die Operation. Ich habe das gemacht, was ich heute auch mache. Und wie gesagt, Sie sind beschwerde- oder schmerzfrei seitdem. Ja. Also insofern, das war sozusagen der Klick meines Umdenkens. Und um die Frage zu beantworten, das waren Plaques im Hirnstamm im Verlauf des Nervus trigeminus. Sie haben keine Rolle gespielt. Noch eine Frage. Ich bin erst 40 Jahre alt und ganz am Anfang. Ich frage mich, ob man sich das mit den Medikamenten antun soll oder mit den Nebenwirkungen oder gleich direkt eine OP machen soll. Also ich würde sagen, die Medikamente ist der erste Schritt. Das sollte man machen. Es kommen auch Patienten zu mir zur Beratung, die sagen, ich bin mit den Medikamenten, ich will mich mal beraten lassen, ich bin mit den Medikamenten gut eingestellt, ich vertrage sie, ich bin auch schmerzfrei oder es ist alles erträglich. Das ist keine Operationsindikation. Ja, man muss immer abwägen zwischen Nutzen und Risiko einer Operation, wie ich schon im Torta erwähnt habe. Ich mache es so, dass ich sage, würde ich meinen Angehörigen operieren in diesem Fall. Und Patienten, die die Medikamente gut vertragen, die schmerzfrei sind oder gut mit den Schmerzen leben können, sind keine Operationsindikation. Also ich würde, um die Frage zu beantworten, ich würde erstmal selbstverständlich einen medikamentösen Behandlungsversuch starten. Man kann damit zurechtkommen. Patienten können auch damit über Jahre zurechtkommen. Und wenn die Medikamente nicht mehr wirken und dann ja, gesteigert werden in der Dosierung, beziehungsweise andere Medikamente hinzukommen oder Nebenwirkungen auftreten, dann denke ich, sollte man über über eine Operation nachdenken. Und man natürlich eben schmerzgeplagt ist. Gut. Eine Frage war noch, der Vortrag wurde online gestellt, wird ja irgendwann mal zur Verfügung gestellt.
Kann man momentan aufgezeichnet? Er ist, glaube ich, aufgezeichnet. Ich muss ihn nochmal checken nach Datencheck und Daten, aber im Prinzip könnte ich ihn dann auch zur Verfügung stellen. Also auch in den, sagen wir, in den Gruppen. Ich würde jetzt nicht den Schritt, also ich bin jetzt kein Social Media und Onliner und was weiß ich und diese ganzen Geschichten mit YouTube. Weiß nicht, da habe ich so ein bisschen ja, ein bisschen distanziertes Verhältnis zu, aber Patienten, also jetzt, ich sage mal so, in diese Foren oder Selbsthilfegruppen kann ich das gerne zur Verfügung stellen, aber ich muss es nochmal gucken, weil ich auch Patientendaten jetzt eingebracht habe, jetzt auch dieses Bild zeigt, das muss auf sauberen Füßen stehen, Geschützt sein, genau. geschützt sein. Lernen Sie andere Ärzte an. Herzlich willkommen. Also es ist so, jetzt in meinem, weil ich das auch gefragt werde, können es auch andere Ärzte die Operationsmethode. Ich habe die Operationsmethode entwickelt. Ich meine, ich würde sie übrigens als Patent anmelden, gibt es aber nicht. Ja, das heißt, die einzige Möglichkeit ist, und deswegen habe ich es auch lange bedeckt gehalten, was ich mache. Jetzt ist es raus. Man muss veröffentlichen, man muss es sozusagen beschreiben. Das ist der saubere, klare wissenschaftliche Weg. Das heißt, es ist sozusagen Geistesgut. Meine Mitarbeiter, jeder Chef hat seine, sagen wir mal, Subspezialitäten und Spezialitäten und ich behandle in unserer Klinik alle Trigeminus-Patienten persönlich. Meine Oberärzte oder auch Assistenten assistieren dabei, lernen das Prinzip kennen. Aber ich mache das persönlich und das wünschen auch die Patienten in aller Regel. Das ist ja, sagen wir mal, der es damit am meisten Erfahrung hat. Ich habe jetzt ein Beispiel gezeigt, was sehr anschaulich ist, was das Prinzip verdeutlicht. Es sind nicht alle so schön und locker zu operieren, nicht alle Patienten. Es können sehr komplexe Verhältnisse bestehen und insofern ist das jetzt eine Operation, die vom Prinzip her eigentlich klar jetzt hoffentlich sein sollte, aber auch sehr komplex sein kann. Also insofern ist das nicht jetzt von heute auf morgen so mal, gucke mir das mal an und mache das dann. Also auch oder ich sage es mal so, ich habe jetzt 7 Jahre Vorsprung. Punkt. Alles klar. Gutes Schlusswort an sich. Nochmal vielen Dank, Herr Dr. Bastioni. Danke auch von der Volkshochschule fürs Klinikum Frau Tiedler für die gute Zusammenarbeit und danke an Sie fürs Kommen und verbleibt uns eigentlich nur noch Ihnen einen guten Nachhauseweg zu wünschen.